Sind Adventisten eine Sekte? Wahrscheinlich schaust du dieses Video gerade auf einem Kanal, der irgendwas mit Adventisten zu tun hat. Klingt schon irgendwie verdächtig, deshalb frage ich jetzt gleich jemanden, der garantiert keine Kirchenmitgliedschaft hat, ChatGPT. Beantworte kurz, sind Adventisten eine Sekte? Nein, Adventisten sind keine Sekte, sondern eine weltweit anerkannte protestantische Freikirche mit christlichem Fundament. Wow, also du musst schon zugeben, das ist eine eindeutige Antwort, keine Relativierung, kein kommt drauf an, einfach nein. Also ehrlich gesagt, ich selbst hätte die Frage nicht so eindeutig beantwortet und ich sage dir gleich warum. Aber vorher, was heißt das überhaupt Sekte? Unter Freunden wird das Wort ja schnell mal rausgehauen für alles, was ein bisschen anders ist. Wissenschaftlich gesehen gibt es natürlich klare Anzeichen. Absolute Wahrheitsansprüche, Kontrolle über dein Leben, Abschottung und Geheimhaltung vor der Gesellschaft, Kritikverbot, Angst und Schuld, um Menschen zu manipulieren und meistens ein Guru, eine Person an der Spitze, der alle blind folgen. Kurz gesagt, bei einer Sekte darfst du nicht mehr frei denken. Wenn man das schon mal erlebt hat, dass jemand, den man liebt, in eine Gruppe abrutscht und unfrei wird, das kann einen ziemlich brechen. Wie sieht das bei uns Adventisten aus? Es gibt definitiv keinen Guru, keine zentrale Figur, der man folgt. Ganz im Gegenteil, die Bewegung ist demokratisch organisiert. Klingt nerdy, aber heißt einfach, Leute reden mit, jeder kann auch was Neues sagen, es wird abgestimmt. Es gibt zwar Leute, die leiten, die predigen, die inspirieren. Eine davon war Ellen White im 19. Jahrhundert, immer ein umstrittener Name. Aber die hat selbst gesagt, meine Texte ersetzen nicht die Bibel. Also keine Heiligsprechung, kein Kult. Gibt es Manipulation durch Angst und Schuldgefühle? In jeder Gemeinschaft gibt es Werte, die den Leuten wichtig sind. Adventisten finden zum Beispiel urwichtig, was in der Bibel steht. In diesem Buch schreibt Gott, wie sehr er die Menschen liebt. So sehr, dass er selbst das Leid dieser Welt auf sich nimmt bis zum Tod. Und trotzdem sagt er, ich zwinge dich zu nichts. Menschen treffen falsche Entscheidungen, sie lehnen Gott ab und tun sich gegenseitig weh und trotzdem hört Gott nicht auf, ihnen seine Hand hinzuhalten. Das ist die Bibel so kurz und frei zusammengefasst. Klar ist auch die Rede von Konsequenzen. Aber das Zentrum in der Bibel ist nicht Angst, sondern Vergebung. Nicht du bist falsch, sondern du darfst neu anfangen. Deshalb kommt für Adventisten auch nur die Erwachsenentaufe in Frage, wo es darum geht, dass jeder selber prüft und nachdenkt. Was ist mit Kritikverbot? Also ich sag dir, unter diesem Video werden Leute kommentieren, dass alles komisch ist. Und das ist auch völlig okay. Auch intern wird diskutiert und hinterfragt, weil Glaube ist ein Prozess. Glaube wächst durch echtes Ringen. Deshalb ist Kritik auch gewollt. Wenn es geht, natürlich bitte mit einer wertschätzenden Haltung. Wie sieht es mit Kontrolle aus? Es gibt, ich würde mal sagen, einige Empfehlungen bei Adventisten, zum Beispiel für Gesundheit, für Beziehung, für Medien. Aber das sind keine Regeln zur Kontrolle, eher sowas wie, was bringt dich in ein gutes Leben? Viele finden darin Halt, andere finden manches zu eng. Und klar, es gibt auch Reibung. Wenn jemand total gegen alles lebt, wofür die Gemeinschaft steht, dann wird darüber geredet. Aber niemand fliegt raus, weil er zweifelt oder kämpft oder gerade nicht klarkommt. Im Gegenteil, die Idee ist eigentlich, wir tragen einander, auch wenn es unbequem wird. Und wenn jemand geht, dann nicht, weil er nicht fromm genug war. Schotten sich Adventisten ab oder halten sie Dinge geheim vor der Gesellschaft? Nein, wenn sie es wollen würden, dann würden sie es ziemlich schlecht machen. Die Adventisten sind weltweit aktiv, sie haben Schulen, sie haben Krankenhäuser, sie haben Medienhäuser, sie haben Hilfsprojekte. Es gibt TV-Sender, Radiosender, Websites, alles ist öffentlich. Die Gottesdienste sind offen, die Grundsätze stehen im Internet. Jeder kann jederzeit reinschauen, mitdiskutieren und Fragen stellen. Bleibt noch ein Punkt. Was ist mit absoluten Wahrheitsansprüchen? Und ja, Adventisten glauben definitiv, dass es eine Wahrheit gibt. Sie glauben ja, dass die Bibel mehr ist als ein alter Text. Und genau deshalb hätte ich die Frage, ob Adventisten eine Sekte sind, auch nicht so eindeutig beantwortet wie der ChatGPT. Ich hätte eher gesagt, nein, sind keine Sekte, aber ich bin schon überzeugt von meinem Glauben. Ich selbst war lange skeptisch gegenüber Christen generell. Ich habe gedacht, Religion ist was für Leute, die nicht selber denken können. Aber dann ist so ein Moment gekommen, wo ich gecheckt habe, da ist jemand, der war schon immer da. Der hat auf mich gewartet. Nicht als Dogma, sondern als echtes Gegenüber.
Ich bin heute nicht Adventist, weil ich alles verstehe, sondern weil ich so sehr schätze, dass es eine Community ist, die wirklich ernsthaft unterwegs ist. Das berührt mich. Deshalb war es mir auch so wichtig, dieses Video zu machen. Vielleicht war deine Frage heute, sind Adventisten eine Sekte? Hoffentlich hast du eine Antwort gefunden. Vielleicht aber auch, gibt es irgendwo einen Glauben, der nicht komisch ist? Gibt's, aber du musst ihn wahrscheinlich erst entstauben. Und falls du dich vertippt hast und eigentlich nur wissen wolltest, ob Adventisten Sekt trinken, die kurze Antwort: nur alkoholfrei und meistens nur bei Hochzeiten. Die längere Antwort: schau dich ruhig noch ein bisschen um. Es gibt noch mehr Videos zu interessanten und auch lustigen Fragen. Du kannst auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Er darf auch gerne kritisch sein. Und du musst nicht alles glauben, um bei uns willkommen zu sein. Schau gerne mal vorbei.